Für dieses Vasenset benötigt ihr einmal diesen Becher und dieses Glas aus Plaster, das gab es bei Teddy. Dann diese Vase von Ikea aus Glas. Dann diese 2 Blumentöpfe, die sind ebenfalls von Ikea. Die gibt es aber auch bei Kick. Dann noch diese 2 Kerzenständer, die sind von Action. Dann habe ich noch diese kleine Lampe, die ich dann in den Plastikbecher reintue. Da könnt ihr aber auch eine Kerze nehmen. Die gab es bei NKD. Dann braucht ihr noch Alleskleber. Dann Farbe. Ich habe mich für Weiß entschieden. Dann noch diese selbstklebenden Mosaiksteine in Gold. Und die Heißklebepistole. Als allererstes besprühen wir alle Materialien außer die kleine Lampe und die Mosaiksteine in Weiß. Und jetzt kleben wir die Teile zusammen. Also zusammen gehören die 2 Blumentöpfe. Hier nehme ich den Sekundenkleber und dann noch zusätzlich die Heißklebepistole. Das stelle ich aufeinander und dann wird hier noch die Glasvase reingetan. Alles, was übermäßig noch rausquillt, bitte wegmachen, weil hier kommt nachher noch diese Mosaikfolie drüber. Also wie gesagt, Glasvase oben noch rein, mit Heißkleber ankleben und dann nochmal zusätzlich mit dem Sekunden-Alleskleber die Ritzen auffüllen. So, wenn das fertig ist, dann nehmen wir als nächstes den kleinen Kerzenständer und die breite Schüssel. Hier nehme ich auch wieder den Alleskleber und die Heißklebepistole. Und als letztes nehmen wir noch das Glas und den großen Kerzenständer. Und hier wieder das gleiche, Alleskleber und Heißklebepistole. Da der Becher am Boden so gewölbt ist, muss hier auch in den Becher noch Heißkleber mit rein, damit man Haftung hat, weil sonst reicht das vom Kerzenständer einfach nicht aus. Und dann kommen wir jetzt zu den Mosaiksteinen. Ich habe mich für 2 Reihen entschieden und ich mache an die kleinen Becher jeweils nur eine Rundung dran und an die große Vase dann 3. Aber das könnt ihr handhaben, wie ihr möchtet und wie es euch am besten gefällt. Ich fand es so ganz schick. So, also wie gesagt, bei der großen Vase verwende ich 3 Streifen mit den Mosaiksteinen. Hier war mir wichtig, dass ich einen hinmache, wo sich die Form verändert und dann die anderen beiden über die Klebestellen. Damit man gar nicht sieht, dass es zusammengeklebt ist so von Weitem, sondern damit es ein einheitliches Bild ergibt, als muss das so sein.
Und damit haben wir es auch schon geschafft. Das ist das Ergebnis. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Dreier-Vasenset findet. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und oder ein Like. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.